25 Jahre Cooliner. Aus diesem Anlass befinden wir uns heute im Krone Museum in Spelle. Ein guter Ort, um eine Zeitreise ins Jahr 1996 zu starten, als der erste Cooliner gebaut wurde. 1996 wurde in Deutschland noch mit der D-Mark bezahlt. Der Bundeskanzler hieß Helmut Kohl, der US-Präsident Bill Clinton. Und Sportfans werden sich erinnern, dass Deutschland 1996 die EM in London gewann. Auch für Krone war 1996 ein besonderes Jahr. Erstmals wurden mehr als 8000 Einheiten produziert. Warum es dann zur Geburt des Cooliner kam, erfahren wir gleich in einem Gespräch mit Dr. Bernhard Krone. Das Jahr 1996 war auch für Krone ein besonderes. Der Output stieg erstmals auf über 8000 Einheiten. Die Fachzeitschrift Lastauto Omnibus nannte Krone damals, Zitat, die am schnellsten gewachsene Trailerfabrik der letzten 25 Jahre. Herr Dr. Krone, dieses Wachstum hat Ihnen offensichtlich nicht genügt. Was hat Sie 1996 bewogen, mit der Produktion von Kühlaufliegern zu beginnen? Ja, das war so, Herr Montag, dass unser damalig und über viele Jahre treuester und größter Kunde war die TIP, Aufliegervermietungsgesellschaft mit US-Kapital. Und diese treuen Kunden kamen zu mir und haben gesagt, Mensch Krone, wir brauchen von Ihnen ein Angebot für Kühlauflieger. Da habe ich gesagt, ich habe keine Kühlauflieger. Die gibt es doch bei einem meiner höchstgeschätztesten Wettbewerber. Da sagt er, ja, das ist alles richtig. Nur dieser Mann, der den fast gleichen Vornamen hat wie Sie, der sagt uns, wenn ihr die normalen Auflieger und Anhänger alle bei Bernhard kauft, dann kauft doch bei ihm auch die Kühlauflieger. Und dann mussten wir natürlich sagen, der hat keine. Und dann hat er gesagt, dann müsst ihr bitte meine Preise akzeptieren. Das war wirklich der Anlass zu sagen, wenn wir diesen großen Kunden behalten wollen, müssen wir auch geschlossenen Transport darstellen können. Und dann haben Sie ja einen Kontakt in die USA gehabt, eine Verbindung und eine Kooperation mit Warbosch begonnen. Ja. Wir haben dann eben damals leider vor einigen Wochen verstorben, Gerhard Hogendorn sehr geschätzt, der ein Mitarbeiter mit großen technischen Kenntnissen der Firma TIP war. Und der sagte, ich bin gerade in Amerika gewesen und die erfolgreichste Kühlerfabrik dort und der größte Trailerhersteller ist Warbosch. Der Mann hat einen deutschen Namen, Ehrlich. Und das könnte ich vermitteln und das ist von K-Wert, der sehr wichtig ist für Kühler, und von der Preisgünstigkeit der absolut überragende Trailer in Amerika. Amerika hat ja heiße Zonen und da fährt man länger als in Europa, 1-2 Stunden. Da fährt man manchmal 2 Tage in der Hitze. Und das war natürlich für uns hinzuhören und dann mit Amerikanern Kontakt aufzunehmen. Und ich bin dann auch dort gewesen und die Atmosphäre hat gleich gepasst. Und ich habe gefragt, wie ist es mit den Achsen, weil das ja ein wichtiges Kriterium bei uns ist für Auflieger wegen des Service. Damals gab es praktisch nur BPW-Achsen. Und da haben die gesagt, BPW bauen wir schon auch für andere Länder ein und das können wir alles liefern. Und dann habe ich die ersten Fahrzeuge bestellt. Die haben die also komplett fertig gemacht und rübergeschickt? Wir haben die komplett bereift, bekommen. Und zwar kannten wir das ja, Herr Montag, von unserer Landtechnik her. Unsere Landtechnik wird ja wie Liebherr Baumaschinen oder Schwer-LKWs in spezielle Decks von Autotransportern verladen. Unsere großen Landmaschinen, die Sie hier in diesem Museum als Prototypen wiederfinden, die werden ja auch in speziellen Autotransportern
über den großen Teich gefahren bis nach China und nach Südamerika und nach Südafrika. Und dort haben wir diese Auflieger komplett fix und fertig, verkaufsfertig bezogen. Wir mussten dann hier die TÜV-Abnahmen machen. Wir mussten den K-Wert feststellen lassen. Und in München damals eine Frau und ein Mann, die das gemacht haben, haben mehrfach angerufen und gesagt, das kann nicht sein. Der K-Wert ist überragend, das ist außergewöhnlich. Und das war aber so, dass der Kühler so toll war für die amerikanischen Verhältnisse. Wir haben dann die ersten verkauft und natürlich mit allen Garantien, aber das war ohne Probleme. Und dann haben wir immer mehr verkauft. Und wir haben durchaus tüchtige Spezialisten, die im Wesentlichen nur gekühltes Gut fuhren, bedient. Und die waren eigentlich zufrieden. Aber das große Problem war das Aussehen, Herr Montag. Das Aussehen war so außergewöhnlich, weil die Deckschicht ja Aluminium war und genietet. Und das typisch im amerikanischen Trailerbau, Kofferbau, diese genieteten. In Amerika interessiert das Aussehen nicht, da interessiert nur die Werthaltigkeit. Und dann kam ja auch ein anderer Wechsel hinzu, dass eben der Dollar so stark anzog. Ja. Und das hat Sie dann bewogen, eine Veränderung beizuführen. Der Dollar war ja nicht nur für das Produkt verantwortlich, sondern der Dollar war auch für die Frachtkosten verantwortlich auf dem Schiff. Beides stieg und wir waren dann nicht mehr wettbewerbsfähig, zumal auch durch unsere Maßnahmen natürlich der Wettbewerb hier und da seine Preise angepasst hat. Und wir haben dann lange mit den Amerikanern überlegt und die hatten keine Möglichkeit, denn sie hatten uns zu fairen Preisen bedient. Und dann haben wir uns geeinigt und gesagt, wir müssen etwas anderes machen. Und dann haben wir uns umgehört und haben dann festgestellt, dass es in Dänemark ein angesehenes Unternehmen gibt, das allerdings durch mehrere Eigentümerwechsel schlecht geführt war. Ja, Norfric war ja schon auch ein Name auf dem europäischen Markt. Ein Name im Bereich von GFK, natürlich nicht Aluminiumdeckschicht oder gar Stahldeckschicht, wo es damals ja nur einen Hersteller gab, der das aus Amerika übernommen hatte. Denn zu der Zeit, als dieses Unternehmen sich in Amerika nach Kühlern umgesehen hat, gab es bei den führenden Herstellern damals nur Stahldeckschicht, von der die Amerikaner dann wieder abgewichen sind und zu Aluminium gekommen, generell. Aber dieser Hersteller in Europa hat das durchgehalten. Gegen erbitterte Widerstände der GfK-Front hat er sich als einziger durchgesetzt mit Stahldeckschicht. Und Norfric war eben GfK und wir haben das dann gekauft. Andere Hersteller wollten es nicht haben, es war ihnen zu teuer. Es war auch für uns eine teure Lösung, Herr Montag, aber wir haben dadurch den Einstieg in das Kühlergeschäft gefestigt. Sie haben ja dann auch noch mal sehr schnell 7 Millionen Euro investiert, um diese Fabrik auch zu einer Fabrik zu machen. Das war ja vorher eher vielleicht eine bessere Manufaktur. Ja, es war natürlich so, dass wenn so viele Eigentümerwechsel sind und die Dinge unklar sind und die Rentabilität nicht da ist, wird ja nicht investiert, dann bleibt alles liegen. Und so mussten wir nicht nur aufräumen, wir mussten auch die Mannschaft motivieren und wir mussten ihr zeigen, dass wir bereit sind, langfristig dort zu bleiben und zu investieren und ihnen die Arbeitsplätze zu sichern. Sie haben sich ja auch sehr, sehr persönlich da eingebracht. Ich erinnere mich, dass Sie Ihren Wohnsitz so tageweise über einen längeren Zeitraum dorthin
verlegt haben. Nach Wam von Spelle, das sind ja fast 700 Kilometer. Also Sie waren da durchaus präsent vor Ort. Ja, das ist natürlich, wenn Sie einen Betrieb übernehmen oder wenn Sie eine neue Struktur schaffen, dann müssen Sie wissen, dass die Amerikaner recht haben, wenn sie sagen, Business is people. Es sind also die Menschen. Es war mir also klar, entweder musste ich unsere besten Leute oder unseren besten Mann aus Deutschland dorthin delegieren oder ich musste es selbst machen. Und da ich dann schon in Richtung 60 unterwegs war, habe ich gesagt, das ist vielleicht nochmal eine neue Herausforderung. Hatte ja tüchtige Leute, habe dann das Riesenglück gehabt, sofort Anfang 2000 Dr. Jürgen Föhrenbach zu engagieren, der damals noch Aufsichtsratsvorsitzender in einer berühmten Federfabrik im Ruhrgebiet war, aber dann nach etwa einem Jahr ganz zu mir gekommen ist. Und der machte auch damals zur Bedingung, Herr Montag, ich komme nur zu dir, Bernhard, wenn ich das Sagen habe. Ich weiß, dass du der Inhaber bist. Ich werde das immer beachten, ich werde das immer schätzen. Aber ich will das Sagen haben für das Tagesgeschäft. Wenn du das nicht willst, okay, dann komme ich nicht. Aber wenn du das willst, dann komme ich und mache das und wir besprechen alles. Du bist der Chef, du bleibst der Inhaber, das ist alles in Ordnung, aber ich will das Sagen haben. Und dadurch war das für mich enorm leicht, dort auszuweichen. Und die Dänen sind ja ein ganz besonderes Volk und die dänischen Verhältnisse sind wesentlich einfacher, sodass es mir sogar gelungen ist, in Kopenhagen ausgezeichnet zu werden von der Königin als Unternehmer des Jahres in Dänemark, als erstes ausländisches Unternehmen. Also das hat durchaus Spaß gemacht und ich hatte da eine kleine Wohnung, das hat noch mehr Spaß gemacht. Und ja, ich bekam auch Besuch genug aus Deutschland. Kunden wollten das sehen und das war eine tolle Zeit, das muss ich wirklich sagen. Aber es war eben so, dass zwei Dinge eine Rolle spielten. Erstens sind die Löhne in Dänemark so hoch wie in Deutschland oder noch höher. Und das Zweite ist, es war einfach 700, 800 Kilometer entfernt von dem Punkt, der schon abseits der großen Ströme lag, nämlich Werlte. Und das war ein zusätzlicher Kostenpunkt für die ganze Geschichte. Und deswegen haben wir uns sehr schwer getan. Wir haben dort investiert, wir haben vieles gemacht, wir haben das Produkt verbessert. Noch heute, Herr Montag, gibt es Leute, die sagen, der Kuhliner aus Wam läuft bei uns noch immer und wir haben überhaupt keine Probleme. Und wir haben mit Nachfolgekandidaten manchmal mehr Probleme gehabt. Also das Produkt verbessert und dann war die Rentabilität nicht da. Dann wurde ich auch älter, dann kam mein Sohn, dann hat mein Sohn 2 Jahre dort meinen Posten sozusagen übernommen. Und dann sind wir aber doch zu der Entscheidung gekommen, dass wir etwas machen müssen, mehr nach Zentraleuropa. Aber das war dann auch eine regionale Entscheidung. Das Ja, war nicht nur das Produkt, weil Sie ja dann letzten Endes nach Lypten gegangen sind und dann auf Stahldeckschichten gesetzt haben. Sie haben recht. Wir haben alles versucht. Die GfK-Lösung war einfach vom K-Wert und von allem sehr, sehr gut. Aber sie war nicht zu automatisieren und sie war einfach zu teuer. Und wir wollten, wie in den anderen Bereichen in der obersten Liga, auch bei Kühlern mitspielen. Und deswegen mussten wir dann den Schritt gehen, den uns mein Kompetenzpartner und persönlicher Freund Bernd Brüggen aufgezeigt hat, nachdem er sich in Mecklenburg-Vorpommern engagiert hatte, bei der ehemaligen landwirtschaftlichen Anhängerfabrik.
Die HW80, die berühmten landwirtschaftlichen Kipper, wurden dort gebaut. Und die Geschichte ist zu lang, um sie zu erzählen, aber als nun der dritte oder vierte Investor nicht klar kam, beziehungsweise mit den Millionen, die die Treuhand dort hineingeschoben hat, nicht klar auskam, hat Bernd Brücken für eine spezielle Lösung schwere Papierrollen aus Norwegen nach Zentraleuropa zu bringen, dort den Betrieb gemietet und das Know-how übernommen. Für diese spezielle Wechselpritsche für Schwergut. Und kommt dann eines Tages und sagt, man bietet mir an, große Fördermittel. Und ich habe überlegt, könnten wir nicht dort eine Stahldeckschicht Kühlbox bauen. Und später hat mich mein Sohn gefragt, Herr Montag, Papa, warum hast du das nicht selbst gemacht? Und da habe ich gesagt, Bernhard, ist ganz einfach. Erstens habe ich mir das nicht zugetraut. Ganz neues Produkt, ganz neue Fabrik, ganz neue Mitarbeiter. Als zweites Argument, das nicht selbst gemacht zu haben, als Firma Krone oder als Seniorchef dieses Unternehmens. Wir konnten neben der Know-how-Frage keine Subventionen bekommen. Prinzipiell bin ich nicht der große Subventionenempfänger, aber in dem Falle wurden Bernd Brücken so viel Gelder angeboten, dass wir gesagt haben, das kann man riskieren. Das Problem ist, dass das große Geld, und hier ist meine Kritik, das große Geld, das ist nur für Siemens, Mercedes, Porsche und Volkswagen reserviert. Und das kleine Geld, dafür sind wir dann wieder zu groß. Also fallen wir zwischen diesen Rost. Aber für Bernd Brücken war das möglich. Er hat das gemacht, er ist ein begnadeter Techniker. Er hat sehr, sehr tüchtige Mitarbeiter, sein Bruder und einige andere Herren, die ich bewundere, ob ihrer erarbeiteten technischen Fähigkeiten, die hier auf dem platten Land geboren sind und sich diese Dinge angeeignet haben, größte Hochachtung. Und diese Herrschaften haben diesen Betrieb aufgebaut. Und das war ja auch eine sehr große Herausforderung. Ich erinnere mich, dass das technisch nicht direkt vom Fleck weg so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Also auch gerade der chemische Aspekt darin, das Schäumverfahren, das brauchte doch eine gewisse Zeit, bis das so stabil lief, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ja, das ist natürlich so, dass auch in vielen Fällen beim Anlauf eines neuen Automobils, das in ganz anderen Stückzahlen gebaut wird und lange überlegt wird, bevor man das in die Serie bringt. Bei uns war das natürlich so, dass wir natürlich Probleme hatten, wie auch in anderen Bereichen. Aber wir haben, und das ist immer mein Leben gewesen, ich habe nie, auch in der Landtechnik, einen Kunden hängen lassen. Ich habe nie gesagt, der Kunde ist das Problem, sondern ich habe gesagt, bitte bleiben Sie ganz ruhig. Wir kennen das Problem, wir lösen das Problem und bleiben Sie ganz ruhig. Und wenn wir das nicht lösen, bekommen Sie Ihr Geld ganz in Gänze zurück. Und das hat immer dazu geführt, dass wir auch neue Produkte einführen konnten und das Vertrauen haben uns die Leute geschenkt. Und das hat uns natürlich zurückgeworfen, das hat uns viel Geld gekostet, viel Arbeit, aber wir haben es geschafft. Und heute kann ich Ihnen sagen, aus ganzem Herzen, dass man mir heute im In- und Ausland auf meine Frage, mir bitte die Wahrheit zu sagen, sagt, zurzeit gibt es keinen besseren Kühler als den von Ihnen. Insofern haben wir diese schwere Phase, Herr Montag, die wir
auch viel zu intensiv und viel zu lange erlebt haben, haben wir überstanden, weil das bei Krone gilt. Wir stehen für unsere Fehler ein und wir suchen es nicht beim Kunden. Und der Erfolg hat Ihnen ja dann auch recht gegeben, weil dann die Fabrik angelaufen ist und auch sehr stark auf Stückzahlen gekommen ist und die Kunden ja auch dieses Produkt so geschätzt haben, dass sie letzten Endes überlegt haben, die Fabrik in Dänemark abzustoßen. Ja. Ein radikaler Schnitt eigentlich. Der dürfte Ihnen auch schwer gefallen sein. Ja. Also natürlich den Leuten zu sagen, dass wir die Fabrik schließen, war nicht einfach. Aber auch das habe ich persönlich gemacht und nicht anderen Leuten überlassen. Und wir haben dann jemanden gefunden, der Teile der Belegschaft übernommen hat, für sich nach Dubai transportiert hat, anständig behandelt hat, anständig bezahlt hat, die dann den Betrieb abgebaut haben, dort wieder aufgebaut haben und heute eben unter dem Namen Goritza, designed by Krone, in Dubai einen tollen Job machen. Leider ist es entweder weil die Hitze zu groß war oder jetzt seit einem Jahr die Pandemie, mir nicht gelungen, dort mal meine alten Freunde zu besuchen. Aber ich weiß, wir sind dort herzlich willkommen, weil die Herrschaften damit zufrieden sind, was wir ihnen verkauft haben. Und insofern ist das alles gut gelaufen. Dänemark hat sich ja dann auch weiterentwickelt. Der Standort, es ist wieder ein anderes Unternehmen gekommen. Wir haben dadurch keine Kopfschmerzen bekommen oder haben uns schämen müssen oder irgendetwas. Das war alles gut gelaufen. Letzten Endes hat ja der Markt dann auch entschieden und die Stahldeckschichten sind ja nun auch der Standard. Es gibt wohl Länder in Südosteuropa, die noch auf GfK schwören. Aber was mich noch interessiert, Sie haben ja vor 25 Jahren diesen Schritt gemacht und heute haben Sie eine sehr große Fabrik, die auch sehr gut ausgelastet ist dieses Jahr, wie ich höre. Und neben anderen Herstellern ist ja Krone auch ein richtiger Stückzahlengigant. In diesen 25 Jahren hat sich aber auch der Markt verändert, der Verbraucher hat sich verändert. Ich habe hier 2 Zahlen vom Deutschen Tiefkühlinstitut. 1997 war der Tiefkühlkostverbrauch pro Kopf bei 26,6 Kilogramm. Und 20 Jahre später waren das fast 75% mehr. Also dieser Verbrauch ist gestiegen, die Lebensverhältnisse haben sich verändert, der Bedarf an Kühltransport ist gestiegen. Haben Sie das geahnt vor 25 Jahren? Nein, Herr Montag, geahnt natürlich nicht, sondern über viele Jahre zur Kenntnis nehmen müssen. Nämlich in dem Bewusstsein, dass in Frankreich zum Beispiel höherwertige Lebensmittel produziert werden. Die Franzosen sind bekannt für die Qualität ihrer Lebensmittel. Und in Frankreich ist es schon seit Jahrzehnten wesentlich weiterentwickelt gewesen, Lebensmittel nur im geschlossenen Kasten sozusagen, Sie verstehen, was ich meine, zu transportieren und in den speziellen Fällen gekühlt zu transportieren. Und diesen Trend habe ich gesehen, dass wir immer mehr Austausch bekommen zwischen Nahrungsmitteln vom Süden zum Norden und umgekehrt und den Fisch aus dem Norden bekommen. Und deswegen habe ich gesagt, es nützt nichts. Die Zukunft des Transports liegt in geschlossenen Aufbauten. Ein weiterer Grund ist, Herr Montag, die Sicherheit. Es geht nicht nur um die Sicherheit von Pharmazie oder von Lebensmitteln, es geht auch um die Sicherheit gegen Diebstahl und die Sicherheit für den Chauffeur. Also in Amerika gibt es ja diese Plane wie bei uns.
diese Schiebegardine wie bei uns nicht. In Amerika ist alles in einer Box. Und der große Durchbruch, das wissen wir ja immer, für den Welttransport war der Container. Und deswegen sehen wir auch heute, dass wir neben der tollen Auslastung in allen Betrieben, aber insbesondere in Herzlake, bei den Wechselpritschen, dass dieser Transport in geschlossener Einheit zu einem Standort und wieder umgekehrt die Zukunft ist. Und das hat man damals sehen können, das ist überhaupt keine Frage. Das hat man damals sehen können, wenn man offen durch die Lande gefahren ist. Ich sehe in vielen Dingen, Herr Montag, die Entwicklung im Straßengüterverkehr dominiert aus den Vereinigten Staaten, wie in vielen anderen Bereichen. Wenn wir an die Mode denken, wenn wir an Musik denken, wenn wir an Fastfood denken, wenn wir an die vielen Dinge, die Beeinflussung heute durch die neuen Tech-Unternehmen, wenn es geht um Apple, Microsoft und diese Unternehmen, Google, die beeinflussen uns in den nächsten 30, 40 Jahren immens. Und deswegen müssen wir ein Auge behalten auf dem Sektor geschlossener Transport. Und deswegen haben wir nochmal in Herzlake eine namhafte Summe von weit mehr als 10 Millionen investiert, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen für nicht gekühlte Kästen, sondern für die normale Fracht. Denn das ist für mich die Zukunft. Sie haben auch neben diesem Jubiläum 25 Jahre Q-Liner noch 2 weitere in diesem Jahr. Vor 50 Jahren wurde der erste Straßenanhänger von Krone gebaut, 1971 in Berlte. Und vor kurzem haben Sie die Fahrgestellnummer 1 Million vergeben. Das heißt, grob gerechnet gibt es also 1 Million Krone-Fahrzeuge in 50 Jahren. Rechnerisch wären das 20.000 pro Jahr. Sicherlich. Und wenn man bedenkt, dass es vor 25 Jahren, ich hatte es eingangs erwähnt, 8.000 waren, ist das ja auch ein gigantisches Wachstum. Was war dann letzten Endes, Sie haben natürlich schon viele Dinge dazu gesagt, aber was würden Sie sagen, war kurz gefasst das Erfolgsrezept, das Sie zu dieser Größenordnung beflügelt hat? Also das einzige Erfolgsrezept besteht darin, dass man auf den Kunden fokussiert bleibt. Wenn man nicht alles unter das Motto stellt, was hilft es uns, stärker zu werden in der Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Das heißt, stärker in Form von besser zu werden, ihm näher zu kommen, ihm seine Notwendigkeiten zu erfüllen, ihm den Service zu bieten, ihm die Telematik zu bieten, ihm die Ersatzteilversorgung zu garantieren über Nacht. Wenn wir das nicht schaffen, dass wir dabei bleiben bei Krone, und das versuche ich meinem Sohn und der Führung heute mal immer wieder vorsichtig beizubringen, ist, wenn wir nicht alles, was wir investieren und sehen und was wir an Strukturen aufbauen, im Personalbereich und anderswo, messen nach dem Motto, was bringt uns das an Stärke gegenüber dem Kunden? Was bringt es dem Kunden für Vorteile in seinem Geschäft, mit seiner Kundschaft? Wenn wir diesen Kernsatz verlieren, dass wir uns mit uns selbst mehr beschäftigen als mit dem einzigen Souverän, den wir haben, und das ist der Kunde, dann machen wir einen Fehler. Und das ist, glaube ich, bei uns ganz gut gelungen. Ich darf das nur mal hier sagen. Man hat vor einem Jahr in Deutschland
den Landmaschinenhändlern Gelegenheit gegeben, einmal mittelständische Unternehmen gefragt, Handelsunternehmen, Genossenschaften, die mit Landtechnik handeln, gefragt, sagt uns mal etwas über die Zusammenarbeit mit euren Lieferanten, außer den Traktorenherstellern. Sie müssen ja einfach sehen, dass wir zwar bei Krone selbstfahrende Maschinen bauen, das heißt Maschinen mit eigenem Motor, aber eben nicht den konventionellen Traktor auf 4 Rädern. Und bei dieser Befragung ist zum Ausdruck gekommen, dass Krone als die Nummer 1 gesehen wurde. Und das hat irgendwie, das ist irgendwie die Antwort, Herr Montag, auf Ihre Frage. Wenn nicht der Kunde im Mittelpunkt steht, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wenn man Strukturen aufbaut, das geht gar nicht. Und deswegen sind wir da, meine ich, in der Beziehung bisher vorbildlich gewesen. Aber wir müssen sehr, sehr viel tun, um das auch für die Zukunft zu garantieren. Gut, Herr Dr. Krone, vielen Dank für das Gespräch.